Hier ist er drin, das neueste Modellauto von JP Performance, der Cremo Golf 3 V10 im Maßstab 1:18. In diesem Video schauen wir uns die Verpackung und das Modell bis ins kleinste Detail ganz genau an. Los geht's! Ein ganz klassischer Versandkarton, nichts Besonderes, wie wir sehen. Das Besondere ist der Inhalt. Und den schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Natürlich hier aufpassen, dass wir nicht zu tief in diese Versandverpackung eindringen mit dem Messer. Aber selbst wenn, wäre es nicht ganz so schlimm. Das Fahrzeug kommt richtig gut geschützt. Und wir schauen mal rein. Oh, bist du bereit? Wow, geil. Die Verpackung sieht sehr schön aus. Wir holen hier mal noch so ein Stückchen von diesem Polster raus. Also das Fahrzeug sitzt wirklich super drin. Hier kann nichts wackeln. Selbst wenn der Paketbote mal sehr unvorsichtig unterwegs sein sollte, sollte zumindest dem Modell nichts passieren. Hier auch nochmal schön in dieser Folie, dass wir später keine Scheuerspuren oder sowas an der Verpackung selbst haben. Wow, da kommt er. Solltest du mein Unboxing zum BMW E36 verpasst haben, kein Problem, das verlinke ich dir jetzt mal oben in der Infobox. Und aus der Tüte holen wir es heraus. Wow, sehr schick. Das schauen wir uns im Detail an. Auf der Vorderseite sehen wir hier den Golf 3 V10 auf Basis eines Gitterrohrrahmens mit einem sehr schönen Foto. Wichtiger Hinweis, das Coole ist, JP hat das Auto an sich noch gar nicht fertig. Das Video ist noch gar nicht gelaufen. Bedeutet also, man sieht hier ein computeranimiertes Bild. Hier oben das Logo JP Performance Golf 3 und dieser Pappschuber hier kommt in einem herrlichen Seidenmatt. Hier sehen wir auch nochmal, das Ganze ist ein Cremo-Modell und auf der Unterseite sehen wir auch, von welchem Hersteller das Fahrzeug kommt, nämlich von Minichamps, und es handelt sich um ein offiziell lizenziertes Fahrzeug. Wer Minichamps kennt, der weiß, dass wir hier einiges erwarten dürfen. Drehen wir das Ganze mal. Hier sehen wir das Cremo-Logo auf der Rückseite. Dann mal so ein bisschen eine technische Zeichnung des Golf 3. Und hier ganz klassisch G3 für Golf 3. Die Verpackung ist das eine, aber dich interessiert ja hauptsächlich der Inhalt. Ich gehe hier mal ganz vorsichtig rein. Ich glaube, so kann man es ganz gut öffnen. Das klappt wunderbar. Klappen das Ganze vorsichtig auf. Und wir sehen schon die klassische Styroporverpackung. Die kennen wir auch schon von dem BMW. Und was wir hier auch wieder haben, das sind unsere schicken Handschuhe. Die ziehe ich gleich auf jeden Fall mal an. Hier haben wir die Unterseite. Mit diesen Schrauben ist das Fahrzeug in dieser Box hier befestigt. Und damit die Box nicht einfach so aufspringt, haben wir hier links und rechts auch nochmal solche Klebestreifen. Diese Handschuhe finde ich besonders cool, weil wir dann nämlich keine Fingerabdrücke auf dem Auto hinterlassen. Ich habe es aber erst nur auf einer Seite angezogen, weil hiermit habe ich dann doch etwas besseren Grip. Wir schneiden das hier mal vorsichtig auf. Genauso wie auf dieser Seite. Und können jetzt den Deckel mal ganz vorsichtig abheben. Da ist er. Oh, krass, cool. Sehr schön. Jetzt können wir das Fahrzeug berühren, ohne dass wir es dreckig machen. Und mit der freien Hand können wir jetzt hier starten und das Fahrzeug lösen. Das dauert jetzt einen Augenblick. Deswegen springen wir mal direkt in die Detailansicht. Die Farbe von dem Fahrzeug ist wirklich
schon sehr speziell. Es ist so ein Mintton, gefällt mir ganz gut in Verbindung mit diesem wirklich krassen Pink, muss man aber mögen. Ich musste mich erst kurz dran gewöhnen, jetzt inzwischen würde ich sagen, es ist ganz okay. Von der Qualität her sieht das Auto wirklich top aus. Wir haben keine Fingerabdrücke drauf, der Klarlack ist richtig schön glatt, also wir haben keine Orangenhaut und auf den ersten Blick kann ich im Lack auch keine Lufteinschlüsse erkennen. Die Lampen des Golf 3 hier vorne sind wirklich sehr schön gearbeitet, sie gehen sehr tief rein, das VW-Logo sitzt vernünftig drauf und unsere Hehlerscheinwerfer tragen auch denselbigen Schriftzug. Es fühlt sich alles sehr wertig an und scheint alles aus Metall gefertigt zu sein. Besonders charismatisch ist hier dieser riesen Luftauslass hier an der Oberseite der Motorhaube. Das kann natürlich nur generiert werden, wenn der Motor nicht vorne sitzt, so wie bei diesem Fahrzeug. Hier sitzt der V10 nämlich hinten im Kofferraum. Das gefällt mir sehr gut. Die Reifen stehen auch richtig schön im Radkasten drin. Die Felgen 1:1 die Wagenfarbe. Wir sehen hier auch eine Bremsscheibe, sie ist sehr schön nachgebildet. Und auch den Bremssattel ebenfalls in demselben Pink wie dieser Gitterrohrrahmen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal vorsichtig so ein bisschen rollen, sehen wir auch, dass der Bremssattel in seiner Position bleibt. Das finde ich immer sehr wichtig. Sieht sehr schön aus. Ein besonderes Detail, was mir wirklich sehr gut gefällt, das ist diese Finne hier vorne. Da kann man nochmal richtig schön auf den Vorderreifen schauen. Das sieht wirklich klasse aus. Auch wirklich schön haptisch zu sehen ist hier der Türgriff. Die Spiegel auch sehr schön gemacht. Hier hat JP sich wirklich was mit seiner Konstruktion einfallen lassen. Design kann er ja. Durch die klaren Fensterscheiben sehen wir auch immer wieder schön diesen wirklich sehr pinken Überrollkäfig im Inneren. Und in der Heckansicht kommt auch wirklich nochmal sehr gut die wirkliche Breite des Fahrzeugs zur Geltung. Das sieht klasse aus. Auch hier dieser Druck von dem VW-Zeichen sehr gerade, sehr ordentlich. Es sieht alles sehr clean aus. Und auch hier hinten die Rückleuchten sind passend in diesem Türkis-Grünton. Das sieht wirklich sehr stimmig aus. Wenn wir jetzt hier mal auch so ein bisschen reinschauen, hinten in die Heckscheibe, dann sehen wir auch so ein bisschen Silber von dem V10-Motor des Golf 3. Wir drehen das Ganze mal noch ein Stückchen weiter. Und je länger wir uns das Fahrzeug anschauen, kommen uns doch auch bei dieser cleanen Optik immer mal wieder schöne Details zum Vorschein, wie zum Beispiel hier hinten, dass das hier so richtig reingeht. Das sieht schon wirklich klasse aus, dieses Bodykit. Drehen das Ganze etwas weiter. Hier auch nochmal Luftauslass und hier auch nochmal die Seite der Strömung. Das sieht wirklich schön aus und macht einen sehr wertigen Eindruck. Das Fahrzeug verfügt auch über Scheibenwischer. Die sind kaum zu erkennen, die sehen wir so ein bisschen. Wenn wir jetzt hier mal schauen, dann sehen wir, dass der Innenraum wirklich sehr spartanisch ist. Das ist jedoch dem Original geschuldet, denn auch der originale Innenraum von JP's seinem Golf 3 ist wirklich sehr clean gehalten. Ein tolles Detail, was hier ebenfalls umgesetzt worden ist, was ich ziemlich cool finde, dass hier ein Audi-Lenkrad drin verbaut ist. Und das haben wir auch in dem Modellauto drin, ebenfalls mit Audi-Schriftzug. Das finde ich schon ziemlich cool. Im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, dass mir das Fahrzeug sehr gut gefällt und qualitativ sehr hochwertig nachgebildet worden ist. Schauen wir uns die Funktionen des Fahrzeugs an. Im Lieferumfang enthalten ist auch immer ein solcher Kreuzschraubendreher mit dem JP-Logo drauf. Dieser befindet sich in der Verpackung unter dem Auto. Und wir haben jetzt Einstellungsmöglichkeiten mit den beiden Schrauben an der Vorderachse und mit den beiden Schrauben an der Hinterachse. Wir können bei diesem Fahrzeug die Höhe und den Sturz verstellen. Kaum zu glauben,
wenn ich mir jetzt hier mal so den Abstand angucke, in meinen Augen passt die Höhe und der Sturz perfekt zu diesem Fahrzeug, aber wir schauen mal, was noch so möglich ist. Wir drehen mal den Sturz etwas rauf. So, und wir sehen schon, dass die Reifen vorne ziemlich wegknicken. Ich denke, man kann es so ganz gut sehen. So steht er jetzt. Und wir versuchen jetzt auch noch mal etwas an der Höhe zu drehen, was denke ich gar nicht so einfach wird, weil die Räder schon voll im Radkasten sind. Das Ganze werde ich jetzt auch einmal an der Hinterachse machen. Das mache ich bewusst einmal komplett voll, dass man auch wirklich einmal den Unterschied maximal sehen kann. Den Vorher-Nachher-Unterschied. So, also so wahnsinnig viel ist nicht drin. Dadurch, dass die Räder auch so wirklich schon super in diesen Radkasten reinpassen. Aber so ein bisschen was können wir hier sehen. Gerade an der Vorderachse ist der Sturz dann doch nochmal gut zu erkennen. So sieht das aus. Das wäre jetzt das Maximalste, was man jetzt hier noch rausholen könnte. So sieht das Ganze aus. Wie man sich das Ganze dann hinstellen möchte, das bleibt einem dann ganz selbst überlassen. Eine der wichtigsten Fragen: Was kostet der Spaß? Ich habe dieses Fahrzeug inklusive Versandkosten gekauft für 105,90 Euro. Dafür bekommt man ein Auto von JP Performance, was es so sonst nirgendwo zu kaufen gibt, und das finde ich manchmal auch etwas schade. Man hat vor der Bestellung nicht die Möglichkeit, sich das Fahrzeug einmal anzuschauen, sondern bestellt dieses Fahrzeug online und kann dort so ein paar Bilder einmal durchswipen, aber in die Hand nehmen, das geht natürlich nicht. Wer die Bestellphase verpasst hat, der hat später eigentlich nur noch die Möglichkeit, auf Kleinanzeigen zu schauen und dort ein gebrauchtes Modell zu erwerben. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde mir wirklich wünschen, dass JP auch zumindest in Dortmund in seinen Shops die Fahrzeuge nochmal anbieten würde. Das hat aber natürlich nichts direkt mit dem Modellauto an sich zu tun. Die Verpackung ist wirklich sehr schön hochwertig. Man hat einen schönen seidenmatten Pappschuber, der gestochen scharf bedruckt ist. Das Fahrzeug ist so gut verpackt, dass dieses wirklich unbeschädigt bei einem ankommen sollte. Und das Auto ist in gewohnter Mini-Champs-Qualität. Ich habe keine Staubeinschlüsse im Lack gesehen. Das Fahrzeug sieht super aus. Es ist sehr hochwertig gearbeitet. Wir haben die Möglichkeit, die Höhe und den Sturz nochmal zu verändern. Und so ein Cremo-Auto ist dann doch immer etwas Besonderes. Dieses Fahrzeug sehe ich auf demselben Level wie den BMW E36, der zuvor erschienen ist. Und die Qualität ist natürlich um Längen besser als bei dem ersten Auto, was JP unter Cremo vorgestellt hatte, dem Boost Wars. Ich würde ihn auf jeden Fall wieder kaufen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.